Also ich denke, dass die Frage der Reparationen ganz außer Frage steht, sozusagen. Wir brauchen Reparationen, weil es gab eine Menschenrechtsverletzung und es ist noch nicht nur eine Verletzung, sondern ein Verbrechen. Also muss sozusagen das, was den Menschen angetan wurde, wieder gut gemacht werden. Und in dem Fall reden wir dann von Reparationen. Die Frage, die sich eher stellt, ist, welche Art von Reparationen? Das heißt, ein Genozid, der rückwirkend aufgedeckt werden muss, der rückwirkend anerkannt werden muss, stellt natürlich für alle Seiten Herausforderungen dar. Das heißt, im idealsten Fall können wir nachverfolgen und archivieren, sozusagen, was passiert ist. Im schlimmsten Falle können wir das nicht. So. Und dann müssen wir uns Gedanken darüber machen, welche Voraussetzungen müssen erfüllt werden für Reparationen. Und wenn wir monetär uns das angucken, bei Zahlungen ist das eine ganz andere Frage, weil da müssen wir uns die Frage stellen, kann jemals ein Leid monetär beglichen werden, sozusagen gut gemacht werden? Und ich denke, von einer Menschenrechtsperspektive ist das nicht unbedingt immer dieser Ansatz, zu sagen, wir müssten versuchen, das Leid eins zu eins monetär wieder gut zu machen. Oft ist es auch gar nicht möglich. Sondern wir müssen tatsächlich, und das können wir nur im Austausch mit den Betroffenen machen. Was ist für Leid entstanden? Außer Frage, menschliches Leid, wir haben Menschenleben verloren, das ist außer Frage. Dafür muss es Reparationen geben. Aber was wird jetzt gebraucht, so viele Jahre nach so einem Völkermord? Und das ist eine Frage, die kann fast keiner beantworten, außer diejenigen, die selbst davon betroffen sind. Und heute sprechen wir tatsächlich dann auch von den Nachkommen von den Herero und Nama. Und die müssen diese Frage beantworten, die müssen in den Prozess, um zu sehen, was benötigen sie, was sind ihre Forderungen, was wurde ihnen auch an Leid angetan. Da müssen wir in den Dialog treten. Auf jeden Fall. Wir brauchen ein Mahnmal, wir brauchen auch Denkmäler, das ist ganz außer Frage. Es ist sogar schon fast eine große Ironie, dass das bisher versäumt worden ist. Wir wissen, Deutschland hat eine Kolonialgeschichte. Wir wissen, Deutschland hat auch koloniales Erbe. Sowohl hier vor Ort in Deutschland als auch in Afrika haben wir die Spuren dieser Kolonialisierung. Und es ist sozusagen schon fast sehr makaber, heute darüber sprechen zu müssen, ob wir ein Mahnmal haben sollten, 2017. Ja? Wir brauchen das und es ist längst fällig. Was soll man dazu sagen? Also es ist ein Verbrechen. Das ist das Erste, was da dazu zu sagen ist. Diese Gebeine müssen rechtmäßig auch dort wieder hin zurückgebracht werden, wo sie hergekommen sind. Ja, das heißt, sie gehören Deutschland nicht. Das ist ein Verbrechen. Es ist schon schlimm, dass sie hier sind, sozusagen. Der andere Punkt ist, und damit haben ja viele auch zu tun, die kuratieren und Sachen darstellen, brauchen wir nicht sozusagen, um Geschichte zu verstehen, um Geschichte nochmal zu rekapitulieren, brauchen wir nicht auch Hinweise, greifbare Überbleibsel von so einer Geschichte. Und da sind wir wieder im kolonialen Diskurs. Wer bestimmt, was über wen geschrieben wird, gezeigt wird, erzählt wird? Und das ist genau das Problem, was wir in Deutschland sehen. Dass das sozusagen ohne die Agency gemacht wird, die ja zur Schau gestellt wird. Ich stamme aus Ruanda, dort geboren. Im Völkermord war ich vor Ort in Ruanda. Und wir haben selbst in Ruanda gerade um das Verbrechen, um die Grausamkeit aufzuzeigen, haben wir Gebeine, haben wir Ausstellungen mit den sozusagen Schädeln auch von Opfern, nicht? Und das ist immer eine Gratwanderung zwischen
was tun wir, um zu mahnen, ja, und was sollten wir einfach unterlassen, um einfach auch den Opfern ihre Würde zu lassen. Das ist immer eine Gratwanderung. Deswegen aus dem ruandischen Kontext kann ich das sehr gut verstehen, zu sagen, wir müssen mahnen, wir brauchen auch bildlich vor uns, was genommen wurde, was passiert ist. In deutschem Kontext ist das ohne die Agency der Betroffenen. Und daher macht es noch schlimmer. Ja. Das ist sehr wichtig. Und da komme ich wieder zum Punkt der Reparationen, der Art und Weise. Ja, wenn wir reden über monetäre Reparationszahlungen, dann ist es ganz klar, was geleistet werden muss. Eine Stelle muss Geld an einer Stelle zurückzahlen. Die Frage ist, wohin? Ja. Im besten Falle haben wir diese Gruppe sehr gut definiert. Wer bekommt diese Reparationszahlungen? Nun sind wir in einem gewissen Konstrukt, der natürlich auch westlich dominiert ist, von Staatensystemen. Und gerade wenn wir uns jetzt Namibia anschauen, ist auch dann die große Herausforderung zu gucken, auch wenn es Reparationszahlungen geben würde, wohin kommen die? Kommen die den Betroffenen zugute? Das ist die eine Sache. Die andere Sache, und deshalb müssen die Betroffenen dabei sein. Und die andere Sache ist, wir müssen Geschichte reparieren, rehabilitieren. Ja. Das heißt, das ist eine andere Reparation, die nicht monetär ist. Und da sind diejenigen sozusagen, die von diesem Verbrechen profitiert haben, in der Pflicht, mit den Betroffenen Geschichte aufzuarbeiten. Und das ist sehr wichtig, weil wir sagen immer auch, es gibt die Geschichte der Sieger und die schreiben die Geschichte. Ja? Und die wird zu einer Mainstream-Geschichte. Das ist die Geschichte, die gekauft wird, die geteilt wird. Und wir wissen auch, Rassismus ist auch ein Geschäft. Und wir können diese Narrative nicht ändern, wenn die andere Seite nicht ihre Perspektiven teilt. Aufgrund dessen schon alleine brauchen wir die Betroffenen, dass die dabei sind. Und dann brauchen wir eine andere Ebene, wir brauchen eine Öffnung. Ja, das heißt, wir brauchen eine Öffnung auf der einen Seite, die profitiert hat. Und es genügt nicht zu sagen, wir haben gute Bekenntnisse, wir haben guten Willen, wir möchten ja aufarbeiten, wie jetzt das in einigen Museen jetzt geschehen ist, indem man zugibt, man hat eine koloniale Geschichte und dann kann man einige Sachen zur Schau stellen, ohne Beteiligung von Menschen afrikanischer Herkunft. Zum Beispiel ohne dass Künstler afrikanischer Herkunft dabei sind, konzeptionelle Beiträge geleistet wurden. Das geht nicht, weil das ist dann wieder eine Reproduktion der Narrative, die nur auf der Oberfläche ja, darauf hinweisen lässt, dass man verstanden hat, worum es ging. Und das Verständnis fehlt dem nämlich, weil das Verständnis, was gebraucht wird, liegt im Detail. Und Details liegen auch immer in der Konzeption. Das heißt, wo beginnt die konzeptionelle Überlegung für die Aufarbeitung? Und wenn sie nicht mit sozusagen dem Subjekt auch beginnt. Wenn da keine Wege sind zu diesem Subjekt, dann haben wir ein Problem, weil dann habe ich wieder Top-Down, das heißt, ich berichte wieder, ich erzähle über die anderen aus meiner Perspektive. Und das ist sehr wichtig. Wenn wir uns jetzt den Fall von Namibia angucken, jetzt auch mit Reparationen, wir reden jetzt von den Nachfahren der Opfer. Das heißt, wir haben versäumt, mit den direkten Opfern, mit der Opfergeneration, in Teilen, wir haben auch einige, aber in Teilen haben wir es versäumt, mit der Opfergeneration zu sprechen. Und das ist natürlich aufgrund der historischen Vernachlässigung dieser Epoche. Und wenn wir jetzt mit den Nachfahren dieser Opfer sprechen, ergeben sich ja andere Anliegen auch. Ja. Das heißt, wenn wir nachweisen können, wir haben einen Völkermord und dieser Völkermord hat eine so lange, also wir beginnen mit Kolonialismus. Kolonialismus führt zum Völkermord und dieser Völkermord hat einen Impact bis heute. Und wir sehen diese Kontinuitäten heute bei den Nachfahren dieser Betroffenen.
Da sprechen wir nicht nur von irgendwelchen Zahlungen, um irgendwelche Straßen aufzubauen oder wie einige das jetzt nennen, Entwicklungszusammenarbeit, um Brunnen aufzubauen. Da reden wir von tatsächlicher Arbeit der Würdigung einer ganzen Gruppe. Wir reden auch von wirtschaftlichen Faktoren. Benachteiligung einer ganzen Gruppe aufgrund dieses Ereignisses. Und diese Menschen sind jetzt verstreut auf der ganzen Welt. Ja. Und da kann man sich nicht zurücknehmen und sagen, wir reden jetzt im nationalen Kontext und verhandeln mit unserem Counterpart. Wir sind eine Regierung, der ist eine Regierung. Wir müssen dann auch das ernst meinen und sagen, tatsächlich, wir suchen uns dann diese Gruppen. Wo sind sie denn? Und sie sind da. Und sie machen Forderungen. Jeden Tag machen sie Forderungen.